sehen, es ist eben möglich. Wir kommen zu dem letzten Projekt, das wird im Tandem präsentiert, zwar nicht im Duett singend, aber doch in der konsekutiv sprechend, nehme ich an. Außer Synchronsprechen wurde gelernt, aber das vermute ich doch nicht. Gut. Es ist Bettina Hanel und Günter Jedlitschka. Bettina Hanel ist Architektin, sie hat in Innsbruck studiert und betreibt seit 2015 ihr eigenes Architekturbüro. Sie ist glücklicherweise Teil des Vorstands der Zentralvereinigung der Architektinnen Tirols, denn die Architekten sind ja nicht alle so affin wie manche der hier Anwesenden, sondern mit den Architekten haben wir Architekten mit den Kollegen manchmal immer noch ein Problem und daher im Vorstand der Architekten zu sein, ist eine wunderbare Sache. Sie hat zusammen mit ihrem Architekturbüropartner Manfred Sandner den Staatspreis für Architektur 2021 gewonnen und vielleicht noch zu erwähnen ist, dass nach Günter Jedlitschka wird sie, also ich glaube, Sie berichten zuerst und Sie dann, berichtet sie über das Gästehaus in der Karmelitergasse in Innsbruck, das aktuelle Gästehaus der ÖAD. Und sie hat zusammen dort eben mit dem Architekt Gerhard Manzl unter 36 Einreichungen ein europaweit ausgeschriebener Wettbewerb den ersten Preis und damit auch die Ausführung gewonnen, was sehr gut ist, weil auf die Weise hohe Architekturqualität gepaart mit Passivhausqualität sichtbar wird. Damit komme ich zu Günter Jedlitschka. Er hat als Geschäftsführer der ÖAD bisher bereits 8 Studierendenheime als Passivhäuser errichten lassen. Er ist sozusagen nicht Architekt, er ist Geplanter, sondern er ist derjenige, der es gewünscht hat, als Vertreter der ÖAD Passivhäuserqualität haben zu wollen. Und das ist durchaus ungewöhnlich, denn Studentenheime, die kommen und gehen und das wird irgendwie finanziert und ist bei den meisten neu errichteten Studentenheimen eben nicht der Fall. Auf der Internetseite habe ich gelesen, und das hat mich sehr gefreut und deswegen erlaube ich mir das hier zu zitieren, schreibt er nämlich: Es lohnt sich, ökologisch zu bauen und das nicht nur für die Umwelt, sondern auch dem Geldtascherl zuliebe. Das Geldtascherl ist hier verniedlichend klein gesagt und das passt ja zu Passivhäusern sehr gut. Ich bitte um euren Beitrag. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Das, was Sie hier hinten sehen, lebe lieber ungewöhnlich, ist unser Motto. Unser zweites Motto ist Passive Houses for Active Students. Ich werde kurz erzählen, was wir so machen. ÖAD Student Housing, wir sind 1998 gegründet worden. Wir sind gemeinnützig, wir sind ein 100% Tochterunternehmen des ÖADs. Das ist so ähnlich wie der Deutsche Akademische Austauschdienst die größte gemeinnützige Serviceeinrichtung im Rahmen internationaler Bildungsmobilität Österreichs. Und wir bringen jährlich 10.000 internationale Studierende unter, sind somit mit Abstand der größte Heimträger, was die untergebrachten Studierenden betrifft. Ja, hier sieht man schön die Standorte, wo wir überall sind. Wir sind in allen Hochschulstädten präsent, haben jetzt großartigerweise auch ein Projekt in Innsbruck und werden demnächst auch in Vorarlberg in Dornbirn selbstverständlich ein Passivhaus für den Hochschulstandort Vorarlberg errichten. Ja, wir haben eben in Wien 8 ÖAD-Gästehäuser, 4 in Graz, 1 in Leoben und jetzt kommt dann eines in Innsbruck und später noch eines in Dornbirn dazu. Die Grenzen des Wachstums kennen Sie alle, 1972, vor mittlerweile 52 Jahren geschrieben. Das Buch hat mich damals sehr beeindruckt. Ich habe dann später 1997 das Buch Faktor 4 vom Ernst Ulrich von Weizsäcker gelesen. Da habe ich zum ersten Mal vom Passivhaus gelesen, war begeistert. Und dann in weiterer Folge haben wir dieses erste Passivhaus gebaut, auf das ich nachher gleich eingehen werde. Das ist vielleicht auch ein Spleen von mir, ich interessiere mich sehr auch für Philosophie. Sokrates hat gesagt, wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf. Passt, finde ich, perfekt zum Passivhaus. Wir versuchen, so wenig Energie wie möglich zu benötigen und versuchen dann eben den Restenergiebedarf selbst zu produzieren. Ja, das war ein wirkliches Highlight. Architekten Baumschlager Eberle aus Vorarlberg war weltweit das erste Studierendenheim im Passivhausstandard in Wien in der Molkereistraße für 278 Studierende. Wir haben jetzt Erfahrung von 19 Jahren und sind nach wie vor extremst zufrieden
Und das Wichtigste ist, die Studierenden sind extrem zufrieden. Also allein hier kann man sich hier ausrechnen, 280 mal ca. 4, wir bringen ca. pro Jahr 1000 Studierende in dem Heim unter, mal 19 sind fast 20.000 Studierende, haben in diesen 19 Jahren schon in diesem Haus gewohnt. Und werden natürlich, kommen mit der Thematik Passivhaus in Berührung und bringen diese Idee auch sozusagen in die ganze Welt. Also wir sehen uns irgendwie auch so ein bisschen als Multiplikator. Jeder oder jede, die bei uns einzieht, bekommt auch einen kleinen Folder, wo ganz simpel erklärt wird, was ist das Passivhaus. Das gibt es in Deutsch und Englisch. Wer Interesse hat, wir haben dann auch genug hier auf der Messe. Ja, das ist ein weiteres Projekt, Kandelgasse im 7. Bezirk, auch ein Passivhaus. Erstmals dann auch mit Photovoltaik. Photovoltaik sehen Sie im Dach und in der Fassade und wir haben es dann auch noch aufgeständert am Flachdach, was man hier jetzt nicht sieht. Ein weiteres Projekt im 15. Bezirk, auch 2009, auch ein Passivhaus in der Sechshauserstraße, gemeinsam auch mit dem Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten und einer Einrichtung der Stadt Wien. Hier, das war das erste großvolumige Passivhaus in Graz, in der Moserhofgasse für 87 Studierende, auch ein ganz tolles Projekt, auch am Dach mit Photovoltaik. Ein sehr interessantes Projekt aus unserer Sicht und hat gewisse Ähnlichkeit noch mit dem Projekt jetzt in Innsbruck. Direkt am Westbahnhof, also auf der anderen Seite gibt es die Gleise des Westbahnhofs und der Architekt hat es geschafft, alle Wohnungen nach Süden auszurichten. Und Sie sehen hier in der Fassade, würde man nicht glauben, dass es ein Passivhaus ist, weil es heißt ja immer Passivhaus, kann ja eigentlich nur ein Kubus sein, aber hier sieht man, dass architektonisch quasi alles möglich ist. Ja, ein weiteres absolutes Highlight, das Greenhouse in der Seestadt Aspern, das erste nahezu Null-Energie-Studierendenheim weltweit. Die beiden Architektinnen sind jetzt auch im Auditorium, also AAP-Architekten, die haben das ganz toll für uns geplant. Wir haben eine riesen Photovoltaikanlage am Dach und haben zusätzlich ein Forschungsprojekt mit einem Energiespeicher, gemeinsam mit Siemens und der Stadt Wien. Das heißt, Überschussproduktion mit der Photovoltaikanlage geht einmal in den Energiespeicher und erst wenn der voll ist, geht es dann ins Netz. Ein weiteres echtes Highlight, das war Wunsch der Stadt Wien damals, eine Ausschreibung, ein mobiles Studentenheim errichten zu lassen. Das ist das Siegerprojekt, das ist aus 40 Einreichungen hervorgegangen, komplett in Holz, auch Passivhaus-Standard. Mobil heißt, es kann verstellt werden. Wir haben es auch schon einmal umgestellt innerhalb der Seestadt Aspern und kann bis zu 5 Mal umgestellt werden. Ist auf Modulbauweise, ja, und extrem günstig auch in der Errichtung gewesen. Also man muss dazu sagen, wir haben dort in der Seestadt auch sehr wenig Grundkosten gezahlt, aber selbst die Errichtung war sehr, sehr günstig. Ja, auch ein weiteres Highlight, auch von AAP-Architekten in Leoben, Hochschulstandort Leoben, die jetzt auch sich ganz dem Energiethema übrigens gewidmet haben, also der neue Rektor ist ganz auf dieser Schiene, haben wir vor 7 Jahren oder vor 8 Jahren mittlerweile auf Wunsch der Montanuni ein Studierendenheim errichten lassen, fast komplett in Holz, am Dach eine riesen Photovoltaikanlage, ja auch ein ganz, ganz tolles Projekt. Sie sehen hier die Bilder, es schaut eher wie ein Hotel aus als wie ein Studentenheim. Das kommt dann gleich in einer Darstellung, das wird unser neues Haus in Innsbruck, da gehst du dann im Detail drauf ein. Ja, für das Projekt für unsere Pop-Up-Doms in der Seestadt haben wir in Moskau 2019 den Award bekommen für soziales und ökologisches Bauen. Das ist ein Preis der Immobilienwirtschaft, den haben wir gewonnen und das hat uns natürlich riesig gefreut. Am Bild sieht man auch den Günter Lang und unseren Partner, das ist die Sabine Strasser, die von Home for Students als Partner bei den Studentenheimbetreibern dabei war. Ja, auch ein Spruch, der finde ich sehr gut zu uns passt. There is nothing more powerful than an idea whose time has come. Wir glauben halt, dass das Passivhaus eine geniale Idee ist und versuchen, die halt sozusagen weiter zu verbreiten. Ein weiterer Spruch, wir verstehen uns ja auch als Bildungseinrichtung. Enlighten yourself and then affect others by what you are. Wilhelm von Humboldt, also bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Das versuchen wir auch zu tun und zwar, wir haben jetzt mittlerweile seit 14 bzw. 11 Jahren 2 Sommeruniversitäten ins Leben gerufen, die Green Building Solution,
Hauptpartner ist die Technische Universität Wien und die BOKU und der Club of Rome und dann seit 11 Jahren alternative Wirtschafts- und Geldsysteme. Was läuft mit unserem Geld- und Finanzsystem schief und was gibt es für Alternativen? Und das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, weil wir werden sehr viel Geld brauchen, um den Klimawandel auch noch halbwegs in den Griff zu bekommen. Und da zeigen wir diese Alternativen, die es gäbe. Da ganz kurz nur ein Überblick über die Green Building Solution, die auch heuer wieder in Wien stattfindet. Wir haben mittlerweile über 40 Partneruniversitäten aus Österreich, aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt. Die zweite eben, auch die Hauptpartner ist die BOKU, das wollte ich vielleicht auch erwähnen. Bei einem Wirtschaftsthema sind gerade die technischen Unis viel interessierter als zum Beispiel die Wirtschaftsuniversität Wien, die das Thema ein bisschen heikel vielleicht sieht, sagen wir es einmal so, und die technischen Universitäten da viel aufgeschlossener sind. Deswegen auch die Partnerschaft, also Hauptpartner die BOKU und die TU Wien. Ein weiterer Spruch von Henry Ford, "It's well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning." Henry Ford hat das Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt. Es hat sich leider seitdem im Geld- und Finanzsystem nichts wesentlich verändert und wir versuchen das jetzt anzustoßen mit Ideen bei unserer Sommeruni. Zum Beispiel, ganz kurz nur, falls es Sie interessiert, können Sie es dann googeln nachher oder wenn es Sie interessiert, kann ich ein bisschen Näheres dazu erzählen. Die Idee des Vollgeldes, da wären sehr, sehr viele Probleme gelöst. Vor ein paar Jahren gab es sogar eine Volksabstimmung diesbezüglich in der Schweiz. Also Geld wäre am Bankkonto zu 100% sicher, Geldschöpfung wäre nur mehr bei der Nationalbank möglich, die Schulden könnten um 2/3 gesenkt werden, ohne zu sparen. Alles Möglichkeiten, ist nur ein plakatives Beispiel, was wir bei dieser Sommeruni sozusagen den Studierenden bringen. Hier noch ein paar Impressionen mit den Studierenden. Wir haben immer einen tollen Empfang in Kuppelssaal der TU Wien. Wir machen Sportevents mit den Studierenden, Ausflüge, natürlich auch Besichtigungen. Ja, last but not least, wenn Sie dann Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung und ich darf an dich überleiten. Danke. Ja, herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Wir sind die Architekten, die den Wettbewerb im September 2021 gewonnen haben für das Studentenwohnheim in Innsbruck. Es war ein EU-weiter Wettbewerb, wo 36 Teilnehmer waren und wir sind dann als Sieger da dran herausgegangen. Die Anfordernisse waren, ein Studentenheim zu schaffen mit 173 Plätzen für in 159 Appartements untergebracht. Die IG will das Ganze erbauen und der Betreiber wird eben die ÖRD sein. Da ein kleines Foto, damit man mal die Runde sieht, wer wir sind. Also hier der Chef von der IG, der Dr. Dahnler, Gerhard und ich, die Architekten. Also ich habe das gemeinsam mit Gerhard Manzl gewonnen, eine Arge sozusagen, Bürgermeister Georg Willi und der Projektleiter. Als Überblick, wo das Ganze städtebaulich steht, wie das eingebunden ist. Also es ist direkt am Hauptbahnhof angrenzend. Das Gebäude mit den transparenten Einschlüssen. Es war daher ein bisschen schwierig von der Aufgabe her, wie man das Ganze technisch löst. Es war ursprünglich die Anfordernis, wir dürfen keinen Holzbau machen, weil diese Schwingungen der Holzbau nicht umsetzen könnte. Wir haben dann das Ganze gelöst, indem wir einen stringenten Körper, der gleichzeitig Schallschutz für die Zimmer wäre, entlang der Südbahnstraße, die wirklich in Innsbruck sehr viel frequentiert ist, angeordnet haben und haben alle Zimmer Richtung Westen mit Blick ins Oberland angeordnet. Als nächstes möchte ich euch jetzt kurz einmal die Fassade zeigen, wie sie zu Wettbewerbsstandard war. Also, wir haben also eine Putzfassade gehabt, die obere Richtung Westen mit so fliegenden Fenstern und die Ostfassade, muss man kurz am Grundriss erklären,
Die Ostfassade war gedacht als Glasfassade, als Veranda und wo sich eben die ganzen Studenten dann aufhalten sollen. Im Grunde haben sie ein kleines Rückzugsvolumen, die Zimmer, und sie gehen dann vor die Zimmer und haben dort einen Aufenthaltsbereich, der auch gleichzeitig die Erschließung und so weiter aufnimmt. Wir haben dann bewusst diesen Raum eben tiefer gestaltet mit 2,80 Meter, dass dort eben das ganze Leben der Studenten und dieses Treffen, dieses zufällige und gewollte Treffen stattfinden kann. Das Spannende nach dem Wettbewerbserfolg war die Umsetzung dieser Glasveranda-Fassade Richtung Osten, weil das schon in der Auflage vom Wettbewerbsprotokoll gestanden ist. Wir können das nicht in dieser Glasfassade ausführen, das wird nie passivhaustauglich sein. Wir müssen die Fenster auf 33% reduzieren. Das war 2021. Wir haben dann 2023 im Jänner die erste Einreichung gemacht. Da war die Fassade Richtung Osten dann, wir haben versucht, diese Fensterfläche mit den jetzt geschlossenen Wandflächen zu verblenden, indem wir dem Ganzen eine Polycarbonatfassade vorgesetzt haben, damit wir dieses glatte Erscheinungsbild haben. Und die Zimmerfassade Richtung Westen haben wir immer noch mit dieser Putzfassade lassen. Wie Sie schon vorher angedeutet haben, haben wir auch diese Markisoletten als Sonnenschutzsystem vorgeschlagen, weil man einerseits eine Beschattungsmöglichkeit hat, aber wenn man die Beschattung auch untertags haben will und den Ausblick genießen will, wäre das für uns eine tolle Lösung gewesen. Strukturell haben wir das Gebäude aufgebaut, anfangs eben als Massivbauweise, weil wir uns im Rahmen von dem Wettbewerb an diese Auflage gehalten haben. Aber es ist dann dieser Wunsch, hat sich herauskristallisiert, auch seitens der Stadt, können wir das Ganze nicht mit in einem Holzbau denken. Wir haben das dann umkonzipiert und haben dem Ganzen eine Massivbauweise, eine Hybridbauweise hinterlegt. Also wir haben die tragende Struktur im Beton aufgebaut und die Sockelzone und die oberen Geschosse, die umschließenden Wände und immer die zweiten, also das Ganze mit einem Holzbau umschlossen. Also nur mal die Tragkonstruktion ist in Beton ausgeführt und alles andere in Holz. Somit haben wir dann jetzt im Jänner das zweite Mal eingereicht mit diesem Holzbau und freuen uns jetzt, die Visualisierung zeigen zu dürfen. So soll das Ganze im Juni dann an die ÖAD übergeben werden. Der ganze Prozess hat dann einiges mit sich gebracht. Wie schafft man diesen Passivhausstandard? Wir haben die Fensterflächen verkleinern müssen. Von den ursprünglich großen Flächen haben wir jetzt auf das ganze Gebäude nur mal 22,5% Fensterflächenanteil. Und im Holzbau schreit das Ganze natürlich nach einem modularen Aufbau. Somit haben wir jetzt einfach, jedes Zimmer hat das gleich große Fenster. Es werden wahrscheinlich 3 Elemente werden unter einmal auf die Baustelle gebracht und werden dann wirklich vor Ort ohne Gerüst in einem aufgebracht. Ein paar Eckdaten zu dem Ganzen. Die thermische Hülle reicht bis zum Teil ins Untergeschoss. Zugunsten wir haben sogar im Untergeschoss 20 cm Dämmung angebracht, zugunsten der Fensterflächenanteile für die Obergeschosse. Es gibt eine BN-Entlüftungsanlage, die zentral über ein Lüftungsgerät funktioniert, mit einem sehr hohen Wärmebereitstellungsgrad. Die Steuerung erfolgt über ein Zeitprogramm, mit Ausnahme von den Erdgeschoss-Allgemeinzonen. Diese Allgemeinzonen haben einen CO2-Sensor, der das Ganze dann weiter nochmal regelt. Der Sonnenschutz wird jetzt über zentral gesteuerte Screens gewährleistet. Für die Allgemeinbereiche, die Zimmer können overruled werden von den jeweiligen Benutzern. Die Heizung erfolgt über Wärmepumpen, Grundwasserwärmepumpen mit Pufferspeicher. Das Warmwasser wird mit Hochleistungswärmepumpen noch zusätzlich geschaffen. Und wir haben am Dach, also die 5. Fassade wird in Innsbruck immer das Dach genannt, da wird ein sehr hoher Augenmerk drauf gerichtet. Also wir haben ein Gründach und darauf eine PV-Anlage.
Die Module sind Ost-West ausgerichtet und haben ca. 15 Grad Neigung. Ja, wie wir im Jänner eingereicht haben, hat der Energieausweis immer noch knapp die Anforderungen von diesem Passivhausstandard nicht erreicht. Der Heizwärmebedarf war damals bei 16,9. Wir brauchen ja für Passivhausstandard die 15. Und jetzt müssen in den letzten 2-3 Monaten intensiv noch ein bisschen nachjustieren. Das wären die Aufbauten, wen es interessiert. Das wäre Jahresdiagramm von Verlustgewinne und daraus die Differenz, der spezifische Heizwärmebedarf. Hier die Verlustgewinne der Verglasungsflächen, wo zeigen, dass wir gegen Westen einfach einige Verluste haben, wahrscheinlich durch die Lage in der Stadt, also durch die gegenüberliegende Fassade, die einfach eine Verschattung auf die Westfassade gewährleistet. Und jetzt haben wir halt in den letzten Monaten ein klein wenig nachjustieren müssen. Wir haben die Fensterrahmenprofile verbessert, also wir haben davor diese 1,1 U-Werte gehabt, jetzt haben wir schaumgefüllte Profile hergenommen. Wir haben die G-Werte des Fensters, die U-Werte der Verglasung verbessert. Wir haben die ganzen Einbaudetails nochmal mit der Firma Herz und Lang, die uns da jederzeit unterstützt hat, nochmal nachgebessert. Und jetzt dürfen wir sagen, jetzt sind wir soweit und hoffen, dass wir dann 2025 dieses Gebäude an die ÖAD und somit an die Studenten überreichen dürfen. In dieser Weise, das ist der derzeitige Stand von letzter Woche. Danke. Wunderbar, vielen Dank.